In diesem Video zeigen wir die Funktionen der RGBW-Fernbedienung LK55FB3. Unser Aufbau ist bereits fertig verkabelt. Ein zentrales Netzteil betreibt zwei RGBW-LED-Controller LK55 mit angeschlossenen RGBW-LED-Streifen. Die LK55FB3 ist primär für die Einstellung von Farben mit RGB oder RGBW-LED-Licht geeignet. Sie kann bis zu 4 Lichtzonen unabhängig voneinander steuern. Außerdem bietet sie 3 Speicherplätze für individuelle Farbeinstellungen. Die Fernbedienung ist so aufgebaut, dass sie RGB und Weiß immer separat steuert. Beim ersten Einschalten sollten alle LEDs mit voller Helligkeit leuchten. Wir beginnen mit dem Anlernen der Lichtzone 1. Hierfür zuerst die Fernbedienung einschalten. Eine kleine rote LED oben rechts zeigt, dass die Fernbedienung einsatzbereit ist. Sollte die LED nicht aufleuchten, prüfen Sie die eingelegten Batterien. Zum Anlernen drücken Sie zuerst die Learning-Taste am Controller, dann die gewünschte Zonentaste und schließlich das Farbrad. Die LEDs bestätigen das Anlernen durch kurzes Blinken. Sie können nun über den Farbkreis die Farbe verändern. 2 Helligkeitstasten erlauben das Auf- und Abdimmen. Über die W-Taste in der Mitte kann nach Bedarf Weiß hinzugegeben werden. Damit werden die Farben entsättigt. Dieselbe Taste dimmt das Weiß auch wieder herunter. Möchten wir eine bestimmte Farbe abspeichern, genügt ein langer Druck auf eine der Speichertasten. Wir können nun eine andere Farbe wählen. Ein kurzer Druck auf die Speichertaste ruft die gespeicherte Farbe sofort wieder auf. Nun wollen wir eine zweite Lichtzone ins Spiel bringen. Wir gehen genauso vor wie beim Anlernen der ersten Zone. Learning-Taste am Controller drücken, nun die Zonentaste 2 und das Farbrad. Die zweite Lichtzone lässt sich nun genauso wie die erste steuern. Möchten Sie beide Zonen zugleich steuern, wählen Sie einfach Zone 1 und 2 aus. Nun reagieren beide auf Ihre Kommandos. Das klappt natürlich genauso für 3 oder 4 Zonen. Wählen Sie immer zuerst die Zonen aus, die Sie steuern möchten. Danach wählen Sie Farben und Helligkeiten. Ebenso können wir umfangreiche Lichteinstellungen speichern und abrufen. Wir stellen Zone 1 lila und Zone 2 hellgrün ein. Bestätigen Sie nun beide Zonentasten und danach lang die Speichertaste 1. Eine zweite Szene speichern wir mit Zone 1 hellblau und Zone 2 orange auf die Speichertaste 2. Mit einem kurzen Druck auf die Speichertasten rufen Sie Ihre zuvor gespeicherten Lichtstimmungen wieder auf. So können Sie auch komplexe Lichtstimmungen speichern. Generell merken sich alle LK55-Controller sämtliche Einstellungen, auch bei Stromverlust. Auch die Speicherplätze sind nach dem Wiedereinschalten noch genauso belegt. Sie können zudem mehrere Fernsteuerungen kombinieren und so zum Beispiel Funkwandsteuerungen mit der LK55FB3 einsetzen.